Wenn ein Kind viele Fehler macht, Ja. heißt es noch lange nicht, dass es nicht intelligent ist. Zweifeln Sie nicht an der Intelligenz. Das sind oft die Pfiffigen, die wirklich viel drauf haben. Nur schulisch eben zählt das nicht. Herzlich willkommen zum ersten Eltern machen erfolgreiche Kinder Podcast. Ich habe heute den Mann bei mir, der mit seinem Video über Schriftproben innerhalb von 2 Wochen 2 Millionen Aufrufe erzielt hat. Wir wollen heute klären, warum unsere Schüler in Deutschland schon so lange so schlechte Schulergebnisse haben und wie ich mein Kind davor bewahren kann. Dafür klären wir erst ein paar Grundlagen, um einfach den Kontext mit der Schule dabei verstehen zu können. Hallo Jan, schön, dass du hier bist. Hallo, hallo an alle. Viele Zuschauer haben gefragt, wer ist dieser Mann, der scheinbar meine Mathehefte gefunden hat und meine Kinder mit einem Blick besser kennt als ich selbst. Stell dich doch mal kurz vor und erzähle uns, wie du all diese Zusammenhänge mit dem Thema Schule und Augen entdeckt hast. Ja, mein Name ist Jan Domniczak. Ich war 40 Jahre lang Lehrer. Ich war in der Grundschule, ich habe in der Hauptschule unterrichtet. Ich war viele Jahre an einer Gesamtschule, habe in der Hauptschule unterrichtet dort, aber auch in der Realschule und war stundenweise im Gymnasium. Und später war ich dann auch Kooperationslehrer für Schule, Kindergarten. Ich war Theaterlehrer und doch in anderen Fortbildungsprojekten tätig und habe dadurch sehr viel Überblick eigentlich über alle Schularten bekommen. Wo hat es dir am besten gefallen? In der Grundschule. Warum? Richtig interessant wurde die Geschichte erst, als ich im Kindergarten als Kooperationspartner, weil da konnte ich auf einmal Dinge entdecken, die für Schule auch wichtig sind, für den Übergang und was man da schon alles sehen kann. Also seit über 35 Jahren gehst du der Frage empirisch nach, warum die einen Kinder in der Schule gut sind und die anderen schlecht. Und wie bist du da drauf gekommen? Ja, ich fragte mich, warum haben die so unterschiedlichen Schulerfolg? Die einen schreiben Sechser, die anderen schreiben Einser. Und zwar Bei gleichen Unterricht? Ja, bei gleichem gleichen Unterricht, bei mir. Mhm. Das heißt, es konnte ja wohl nicht an mir liegen. Oder was waren die Faktoren? Und ich dachte, es liegt an der schönen Schrift und habe alles Mögliche ausprobiert. Aber die Noten blieben immer gleich. Es ist schon dröge als Lehrer. Man fragt sich, warum mache ich das eigentlich? Ich unterrichte und ich verwalte gleich gute und gleich schlechte Noten bei Schülern. Gab es noch Schüler, die nicht gerne in die Schule gingen? Ja, man muss halt zur Schule gehen. Aber richtig ungern hatte ich damals keine. Das war in den 70er Jahren. Das hat sich schon verändert. Zu der Zeit hatte ich eine 7., 8., 9. Klasse, eine Hauptschule. Und wenn man mit den Schülern so umgeht, dass die merken, dass man Freude hat am Unterricht, dann machen die auch mit. Das war damals noch andere Zeiten. Und wir machten tolle Schulprojekte. Das Problem waren eigentlich die schlechten Noten. Und da wird man als Lehrer auch traurig, wenn ich immer dem gleichen oder dergleichen schlechte Noten geben muss. Die guten Noten gibt man sehr gerne raus. Aber bei den schlechten Noten, da leidet man mit. Okay, wie ist es mit den Schülern? Wollen die alle gute Noten oder? Natürlich wollen die alle gute Noten. Die wollen gute Noten haben, immer für sich selber. Sie wollen gute Noten, auch für mich als Lehrer, aber vor allen Dingen für ihre Eltern. Wenn sie nach Hause kommen und eine gute Note haben, dann strahlen die Kinder. Aber sie leiden auch, wenn sie merken, dass die Eltern enttäuscht sind. Gut, und du warst dann an 3 Schularten. Du hast also die Hauptschule gemacht, Realschule und Gymnasium hast du Schüler gehabt. Und was kam da bei deinen Beobachtungen raus? Also da hatte ich, als ich dann an eine Gesamtschule kam, hatte ich die Möglichkeit, an 3 Schularten zu testen, warum Schüler welche Schrift haben. Und egal, wann ich in eine fremde Klasse oder in eine andere Schulart reinkam, habe ich immer gesagt, Leute, 5 Minuten nimmt mal hier dieses Blatt, schreibt mir mal die Schreibschriftbuchstaben, das ABC auf, das große und das kleine und die Ziffern. Und ich dachte, im Gymnasium, die werden das sehr schön machen, in der Hauptschule wird man nicht lesen können, in der Mittelschule wird es so lesbar sein. Und wie war das Ergebnis? Ich war sehr enttäuscht. Ich hatte genau das Gleiche wieder. Drei Fraktionen. Die ein Drittel war mit einer schönen Schrift
ein Drittel war so eine mittlere Schrift, die man aber noch lesen konnte. Und ein Drittel, das war eine richtige Krakelschrift gewesen. Teilweise konnte man die gar nicht entziffern. Also auf allen 3 Schularten war ungefähr das gleiche Bild. Genau, also wegen der Schrift sind die garantiert nicht auf diese Schulart gekommen. Und ja, das brachte mich schon ein bisschen durcheinander und ich dachte, ja, da muss ich eben anders rangehen. Was hast du den Eltern geraten? Ja, was macht man da? Ich habe dann gedacht, das muss an den Augen liegen, dass die das einfach nicht richtig sehen. Und ich habe den Eltern dann den Rat gegeben, lassen Sie doch die Augen beim Augenarzt untersuchen. Damals wusste ich noch ganz wenig über Optometrie und der Augenarzt untersucht ja und misst objektiv. Für mich natürlich ein super Zeichen. Objektiv heißt eigentlich unfehlbar. Gehen Sie da bitte hin. Die Eltern machten das und manche kamen lächelnd zurück und sagten, ja, mein Kind sieht wie ein Adler. Bei anderen hieß es, der sieht sogar 120, 140%. Und einige, die brauchten gar nichts. Und manche bekamen eine Brille. Okay, hat sich bei denen dann irgendwas verändert? Ganz wenig, ganz selten und auch nichts Großartiges. Ich sah keine großen Unterschiede. Es blieb eigentlich bei den gleichen Noten. Auch den gleichen Fehlern, die Sie gezeigt haben? Die Fehler natürlich blieben auch die Fehlerzahl. Und das Verrückte dabei ist, dass ja alle Schüler, jeder hat so seine Art, welche Fehler er falsch macht. Die einen machen Groß- und Kleinschreibung falsch, die anderen haben Probleme bei substantivierten Verben, die anderen sehen gar nicht, warum ein Wort groß geschrieben wird. Die schreiben dann alles klein oder sie schreiben manche Worte groß, wie das Wort groß schreiben sie groß. Und das Wort klein fangen sie mit einem kleinen K an. Ja? Weil das ist ja klein. Also sie gehen eigentlich sehr analytisch vor. Dummerweise ist das nicht der richtige Weg in der deutschen Sprache. Du hast also diese 3 Schularten untersucht und wie ging es danach weiter? Also wie bist du weiter zu dem Thema Winkelfehlsichtigkeit dann gekommen? Ich kam auf jeden Fall nicht weiter. Und irgendwann wechselte ich wieder von der Gesamtschule an die Grundschule. Und hier hatte ich wieder das gleiche Phänomen. Da gab es... Welche Klassen hattest du da? Das war die Klasse 3, 4. Okay. Und da hat man auch Sachunterricht. Und ich finde, im Sachunterricht, da sieht man, ob ein Kind klug ist, ob es Interesse hat. Okay. Das ist eigentlich Klugheit. Das ist Interesse. Deutsch und Mathe ist nicht unbedingt so die interessanten Fächer. Aber welche Auffälligkeiten haben sich in Deutsch gezeigt zum Beispiel? Nun, in Sachunterricht waren sie interessiert, in Deutsch machten sie einfach Fehler. Sie konnten nicht auf der Linie schreiben. Sie schrieben die Buchstaben teilweise spiegelbildlich. Teilweise haben sie Buchstaben vertauscht. Manche schrieben einen Teil eines Wortes in Spiegelschrift. Sie machten Fehler, die ich mir eigentlich gar nicht erklären konnte. So, jetzt war ich in dieser Situation, das Gleiche. Kluge, intelligente Kinder können nicht lesen und nicht schreiben. Und da hatte ich Glück. Zu dieser Zeit war ich selber Vater eines Schulkindes geworden und eine 1. Klasse war frei an unserer Schule und da habe ich mich einfach gemeldet. Teilt auf jeden Fall sehr gerne dieses Video mit allen, die ihr kennt, die Kinder haben, die momentan in der Schule sind und für die das Thema relevant sein könnte. Warum war es für dich wichtig, eine 1. Klasse zu übernehmen? Ja, aber ich wollte einfach wissen, die Kinder machten Fehler, ich wollte wissen, wo ist der Ursprung des Lernens? Wo fängt man an, Buchstaben zu schreiben? Wo schreibt man Wörter, ganze Sätze? Man lernt, also die Erstklässler lernen ja unglaublich viel. Ich glaube, in der ganzen Schullaufbahn lernt man nicht mehr so viel. Also es ist ein komplettes Schreibsystem. Es ist die Druckschrift in Groß- und Kleinbuchstaben. Es ist die Schreibschrift in Groß- und Kleinbuchstaben. Es sind die Wörter, Wortbilder, die man wiedergeben muss. Man fängt an zu lesen und das muss ja richtig sein. Es sind ganz, ganz viele Dinge, Verschleifen von Buchstaben. Zum Beispiel statt 29 nicht 92 zu schreiben. Also ich muss wissen, was ist eine Menge in Mathematik. Okay, also man kann sagen, die ersten 2 Klassen sind sozusagen die Grundbasis für den weiteren Verlauf deines Lebens. Wow, ja, ich würde sagen, die ersten 2 Jahre, das ist die Basis. Und das ist wie bei einem Haus. Wenn die Basis nicht fest ist, wenn die Basis nicht richtig gut ist, dann wird das Haus irgendwann mal schief. Und deswegen ist das ein
eine unheimlich interessante Zeit, die sehr ausfüllt und die aber auch unglaublich motivierend ist, weil man sich als Lehrer komplett einbringen kann. Was hast du da für Schüler getroffen in der 1., 2. Klasse? Wenn man eine 1. Klasse übernimmt, das ist etwas ganz Besonderes. Das gibt es sonst im ganzen Schulsystem nicht. Die Kinder, die kommen in die Schule, die freuen sich alle, die haben eine Schultüte, die wollen lesen lernen, die wollen schreiben lernen, die wollen rechnen lernen, die wollen das so gut können wie die Eltern. Sie wollen vielleicht auch den Eltern was vorlesen. Also da steckt sehr viel Freude drin und natürlich bei den Eltern und bei den Kindern viel Erwartung. Und dummerweise passiert es ganz schnell, bei einigen Schülern geht diese Freude ganz schnell weg. Und wenn man dann sagt, du, das kannst du doch schöner, du schreibst ja über die Linie, schreib doch mal den Buchstaben genauer, der sieht anders aus, mach das noch mal. Ja, dann sind die Schüler sehr enttäuscht. Deprimiert, ja. Und so geht es uns ja auch, wenn jemand sagt, ey, das hast du gut gemacht, dann haben wir Lust mitzumachen, weiterzumachen. Aber wenn wir immer nur hören, das musst du noch mal machen, das musst du noch mal üben, lass das von deiner Mutter unterschreiben, dass sie die Note auch sieht, da vergeht natürlich die Freude am Lernen. Bei manchen der Kinder blieb aber nicht nur der Erfolg aus. Sie kamen überhaupt nicht mit. Manche kamen schon aus der Grundschulförderklasse. Was ist eine Grundschulförderklasse? Eine Grundschulförderklasse, da werden Kinder ein Jahr lang auf die Schule vorbereitet. Sie lernen den Umgang mit Stiften, mit Papier, sie lernen Schneiden. Das heißt, Sie waren schon im Kindergarten auffällig oder woher kommen Ja, die waren schon im Kindergarten auffällig. Und deswegen kamen sie in eine Grundschulförderklasse. Und diese Kinder, wenn man dann mehrere in einer Klasse hat, und ich hatte in einer Klasse mehrere, dann fangen die nicht bei Null an, sondern noch ein bisschen dahinter. Und einige von denen, die schaffen den Sprung, andere haben große Probleme, so wie andere auch, die normal eingeschult wurden. Und so kommt es heute dazu, dass Kinder auch das erste Schuljahr wiederholen müssen. In der 1. Klasse? Ja, in der 1. Klasse. Also, wenn ich ehrlich bin, das war jetzt für mich ziemlich neu, dass es in der 1. Klasse Schüler gibt, die die 1. Klasse gar nicht schaffen. Ich habe von Klassen gehört, da sind es bis zu 5 oder 6, die nochmal wiederholen müssen. Vor ein paar Jahren waren es noch 2 oder 3, jetzt sind es sehr viel mehr. Ich bin auch sehr erstaunt, das gab es in der Art früher nicht. Okay, interessant. Ja, bist du früher als Lehrer dann dummen Kindern begegnet? Nein, ich bin nie einem dummen Kind begegnet. In den ganzen 40 Jahren, und da bin ich sehr froh, ich glaube, es geht allen so. Denn dumm waren sie nicht. Sie hatten Probleme, sie hatten Defizite. Das konnten Hördefizite sein, aber vor allen Dingen Sehdefizite. Das heißt, wer nicht auf der Linie schreiben kann, man muss ja die Linie sehen. Man muss sehen, wie sieht der Buchstabe aus. Und wenn man sich damit richtig beschäftigt, dann merkt man auf einmal, das Kind kann nicht reproduzieren. Eigentlich die einfachste Tätigkeit. Vor der Produktion kommt ja die Reproduktion. Und wie soll die Produktion etwas werden, wenn die Reproduktion schon scheitert? Hast du irgendeinen markanten Fall, der dir richtig gut im Gedächtnis geblieben ist, den du erzählen kannst? Ich könnte stundenlang erzählen. Es sind unglaublich viele. Alle sind anders, ein bisschen anders. Also wir nennen ihn mal Thomas. Ja? Und sie sagte zu mir, Sie sind doch Lehrer. Mein Sohn soll auf die Sonderschule. Und das habe ich schon sehr oft gehabt. Auf die Förderschule sagt man heute. Das soll auf die Förderschule. Schrillen bei dir dann schon immer alle Alarmglocken, oder? Ja, ich frage dann immer als erstes immer gleich, haben Sie schon mal die Augen überprüft? Nein, hat sie nicht. Warum auch? Hat das was mit den Augen zu tun? Ich sagte, ja, lassen Sie doch das bitte mal überprüfen. Nun, Thomas war ein toller Kerl. Er wurde überprüft und was stellt sich raus? Ja, er war weitsichtig, entwicklungsbedingt weitsichtig, 3., 4. Klasse und er war winkelfähig. Also seine Augen haben nicht zusammengearbeitet. Das hat aber niemand gemerkt. Also was winkelfehlsichtig im Detail ist, das klären wir weiter im späteren Verlauf des Videos. Genau. Er sah auf jeden Fall nicht gut. Er hatte aber eine Brille. Er hatte schon eine Brille, aber er wurde nicht auf Winkelfähigkeit untersucht. Nun, er wurde vollständig korrigiert und man stellt sich vor, der Junge, der auf die Sonderschule sollte oder auf die Förderschule, kam ein Jahr später nach der 4. aufs Gymnasium.
Und da ist er durchgegangen, Wow. ging nach oben und heute studiert er. Ich glaube, er hat noch 2 Semester und dann ist er mit seinem Studium fertig. Er studiert und die machen Freude. Ich glaube, das kann man sich als Eltern auch gar nicht vorstellen, wenn man ein Kind hatte, das einfach diesen Titel am Anfang hatte, dass es auf eine Förderschule sollte, dass es dann später mal studiert und vielleicht ein ganz anderes Leben einschlägt. Ich glaube, erst diese Eltern wissen das richtig zu schätzen. Bei Kindern, wo das vorher schon passiert, bei kleinen Problemen, die wissen gar nicht, an was sie vorbeigeschraubt sind. Und wie gesagt, dieses Glück der Eltern, die dann sagen, wenn sie, unser Leben hat sich komplett verändert. Eine Mutter sagte, früher musste sie 3-4 Stunden bei den Hausaufgaben sitzen und dann wurde das Kind, das war ein Mädchen, die wurde korrigiert und sie waren beim Arzt. Als sie zurückkam, sagte die Mutter, wir müssen noch die Hausaufgaben machen. Das sagte das Kind, das habe ich schon nebenher gemacht. Also das Leben der Mutter vor allen Dingen hatte sich geändert. Und das Selbstbewusstsein des Kindes, wenn sie sagen können, habe ich schon gemacht. Toll. Und so muss es sein. Also Schule muss nicht, aber Schule macht meistens Freude, nicht Spaß. Freude, wenn man Erfolg hat. Und das ist auch etwas, was Lehrer motiviert. Ja, richtig. Wer übrigens die Veröffentlichungen noch nicht kennt, unten in der Beschreibung steht die Homepage. Unter Downloads kann man sich die alle runterladen und sich selber ein Bild davon machen. Wie bist du dann eigentlich zu deinen Erkenntnissen gekommen, zu dem, was du jetzt die letzten 35, 40 Jahre gemacht hast? Ich hatte Zwillinge und die hatten die ersten Monate große Schwierigkeiten, sauber und deutlich zu schreiben, zu lesen und sie wollten immer nach Hause. Und ich bat die Eltern, das doch überprüfen zu lassen. Und dann sagte die Mutter, ja, wir gehen zu einem Augenoptiker. Und ich sagte, nee, bitte gehen Sie zu einem Augenarzt, das ist ja objektiv, der untersucht objektiv. Die Eltern sagten, ja, okay, wir gehen zu einem Augenarzt, aber wir gehen auch zu einem Augenoptiker unseres Vertrauens. Der misst anders. Und da hörte ich zum ersten Mal das Wort Winkelfehlsichtigkeit. Und die Kinder wurden korrigiert. Die wurden auf einmal meine besten Leser, meine lautesten Leser. Nach der Korrektion, oder? Nach der Korrektion. Innerhalb kürzester Zeit haben diese 2 Mädchen die anderen nicht nur eingeholt, sie haben sie überholt. Und da hat es bei mir geklingelt, das war für mich der Zünder. Also du hast ja jetzt in den letzten Jahren, du hast unzählige Vorträge und Seminare für Fachleute in ganz Deutschland gehalten, warst auch im Ausland tätig dafür und du bist seit 25 Jahren Referent auf internationalen Kongressen und du wirst immer wieder eins gefragt, was ist eigentlich Winkelfehlsichtigkeit? Könntest du das in kurzen Sätzen verständlich für unsere Zuschauer erklären? Das ist ein riesiges Feld, muss ich dazu sagen. Ich versuche das, ich hoffe, das versteht man dann. Dazu muss man wissen, es gibt Kurzsichtigkeit und es gibt Weitsichtigkeit. Wer das kennen die meisten wahrscheinlich. Ja, ich denke von der Schule. Und wir wissen den Augapfel und wenn wir eine Kerze sehen, das weiß man noch aus Physik, dann ist die im Auge genau umgekehrt. Wir lernen das richtig zu sehen. Nun, einmal gibt es die Kurz- und die Weitsichtigkeit und jedes Auge wird einzeln gemessen. Und da brauche ich Sphäre, also Plus oder Minus. Das Auge ist kurz- oder weitsichtig. Und was ist der Unterschied? Das kurzsichtige Auge, da treffen sich die Strahlen, die durch die Linse durchfallen, die werden gebündelt, die treffen sich vor der Netzhaut. Und bei den anderen, bei der Weitsichtigkeit, da treffen sie hinter der Netzhaut. Im Idealfall treffen sie genau, die Bündelung sich genau auf der Netzhaut und dann auch noch in der Stelle des schärfsten Sehens. Die ist ganz klein. Eigentlich sehen wir nur einen Buchstaben absolut deutlich, wenn man liest. Und da muss man natürlich linear drüber gehen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das stimmt in dem linken und dem rechten Auge und dass alles gut korrigiert wurde. Aber unsere Muskeln sind ja unterschiedlich lang. Wir haben ja keine metallene Kamera, die, wenn ich eine Linse reinschiebe, dann stimmt alles. Nein. So wie wir unterschiedlich lange Arme haben, unterschiedlich lange Beine, auch unterschiedlich viel Kraft. So ist es mit den Augen auch. Und dann kann es sein, wie bei einer Marionette, wenn ich die hinhänge, die sollte im Idealfall gerade nach vorne schauen, dass die so hängt oder so. Und jetzt muss ich natürlich versuchen, die Augen zusammenzubringen. Und also ich muss runter und jetzt müssen die Augen zusammenkommen. Und das erfordert immer
immer Kraft. Und wenn ich das nicht ausgleiche, dann dauert es zu lange. Und das heißt, Winkelfehlsichtigkeit ist eigentlich die Abweichung der beiden Seheindrücke. Richtig. Genau. Richtig. Und diese Strecke muss überwunden werden. Und wenn das zu weit ist oder zu klein, kann genauso gefährlich sein, weil dann wird es nicht mehr ausgeglichen. Das wird einfach so übernommen. Dann kommt es zu einer verzögerten Wahrnehmung. Verzögerte Wahrnehmung ist eigentlich das Hauptproblem. Und die entsteht nicht nur durch Winkelfehlsichtigkeit, sondern auch durch einen Astigmatismus, durch einen Achsfehler und natürlich, wenn man nicht richtig kurz- oder weitsichtig nicht richtig korrigiert ist. Wie zeigt sich das denn oder wie hat sich das dann bei den Kindern im Unterricht gezeigt? Was ist dir denn da im Unterricht aufgefallen? Dazu muss man sagen, man muss als Lehrer sehr viel mehr über Optometrie wissen, über wie das funktioniert. Ich wusste früher, ich kannte nur Kurz- und Weitsichtigkeit. Ich wusste die Zusammenhänge nicht. Wenn man mehr weiß, fällt einem mehr auf. Nun, ich ging davon aus, wenn ich fragte, siehst du die Uhr? Wenn wir Uhren, manche Kinder können ja die Uhr nicht lesen. Siehst du die Uhr? Dann sagten die Kinder, ja, ich sehe sie. Aber wie die Qualität des Sehens ist, das wusste ich damit nicht. Und wenn ich dann also Kinder zum Augenarzt schickte, dann hieß es, die sind entwicklungsbedingt weitsichtig. Entwicklungsbedingt ist Normalität mit einem kleinen Astigmatismus. Manche sagen einen kleinen Asti. Ein kleiner Asti kann Riesenprobleme beim Lernen verursachen, genau wie die Weitsichtigkeit. Denn wer kurzsichtig ist, der kann in der Nähe immer scharf sehen. Ein Kurzsichtiger, der sieht und ist deswegen Bildungsgewinner. Und die anderen, die weitsichtig sind, die sehen in der Ferne. Nehmen wir mal an, sie sehen dort gut. Aber in der Nähe sehen sie nie lange Zeit gut. Das heißt, das blendet sich an und wieder aus. Das strengt sie an, denn sie müssen ihre Linse zusammenziehen. Diese Kinder sind quasi, wenn sie nicht korrigiert werden, schon mal nicht Gewinner, sondern eher Verlierer. Okay, das heißt, Lernerfolg bei denen geht auf 0 zu. Das geht auf 0 zu. Aber das entdeckt ein Lehrer normalerweise nicht, weil er davon ausgeht, dass das Kind, so wie alle Menschen, das Kind hat junge Augen. Denn die meisten Lehrer sind kurzsichtig. Entwicklungsbedingt kurzsichtig. Wahrscheinlich. Sie sind auf jeden Fall kurzsichtig. Das heißt, die konnten immer in der Nähe, sie können lesen. Aber wir können uns nicht vorstellen, dass ein Kind in der Nähe schlecht sieht, weil wir ja gut sehen. Und wir kennen auch schon die Worte. Wir können auch notfalls uns etwas überlegen, was das heißen könnte. Und die Kinder müssen aber jetzt einen Code, einen Schreibcode lernen. Der Unterschied? Der Kurzsichtige ist im Vorteil. Er fällt auf, weil er zum Beispiel die Schrift nicht lesen kann. Das fällt dann auf, weil es reicht nicht, die Schrift zu sehen, sondern er muss sie auch lesen. Und wenn er sie nicht lesen kann, dann sagt er, oh, das kann ich nicht lesen. Dann kommt er nach vorne. Man muss immer wissen, Winkelfähig, was immer heißt, der braucht eine Brille wegen Winkelfähigkeit. Das ist Quatsch. Es ist eigentlich immer Sphäre dabei, Plus oder Minus. Dann ist die Achse wird korrigiert und die muss stimmen. Und natürlich der Astigmatismus. Und das ist die Normalität. Korrigieren kann man den Astigmatismus erst seit den 50er Jahren. Bis dahin konnte man ihn weder richtig exakt messen, noch konnte man den im Augenglas einschleifen. Also es war was Besonderes. Und ich habe da eine Geschichte, die heute erst oder jetzt erst für mich eine Bedeutung gefunden hat. Ich hatte einen Physiklehrer, der besonders stolz war auf seine teure Brille, denn er hatte einen Zylinder, Astigmatismus, und den hat man ihm 1965 in die Brille rein geschliffen. Und ich dachte dann immer, nur Lehrer haben einen Zylinder. Und ich kann Ihnen sagen, wahrscheinlich, wenn genau gemessen wird, ist bei fast jedem ein kleiner Zylinder mit drin. Kommt immer darauf an, wie genau man hinguckt. Und wie wirkt sich das dann auf die Zusammenarbeit? Was hat das dann mit der Zusammenarbeit von den Augen zu tun? So, und die Zusammenarbeit der Augen, wenn ein Auge anders ist, dann bekommen wir keine Fusion, so eine richtige Fusion der Augen, und dann stört es auch unser Gehirn. Manche bekommen ja richtig Kopfschmerzen davon. Auch durch Brillen bekommen sie Kopfschmerzen. So, und dann wird ein Auge vom Gehirn
leicht ausgeblendet. Das läuft dann wie so ein Fohlen neben dem anderen her. Also das heißt, wenn das Gehirn nicht mehr beide Augen fusionieren kann, dann schaltet das eins einfach ab, weil es einfacher ist. Langsam fährt es runter, nicht auf Null, sondern so, dass es uns nicht mehr stört. Aber dadurch wird das räumliche Sehen komplett ausgeschaltet. Denn wie funktioniert Sehen? Ich mache das jetzt vielleicht mal so, dass man das sieht. Hier ist ein Auge, da ist ein Auge. Und jetzt sieht man ganz deutlich, wo die sich treffen. Also es trifft sich da oben oder jetzt hier. Das macht die Entfernung aus. Man sieht es vielleicht auch an meinen Augen, wenn eine Bzzz und ich schlage hier nach der Fliegel. Ja, man sieht es an den Augen. Die Augen gehen zusammen oder sie gehen auseinander. Und wenn sie so stehen, dann schauen sie auf unendlich. Also wie kommt da jetzt Winkelfehlsichtigkeit mit ins Spiel? Also wenn wir uns umgucken, haben wir Millionen von Bildeindrücken, die wir verarbeiten müssen, die wir teilweise auch speichern. Also egal, was wir anschauen, da müssen unsere Augen übereinander kommen. Und dieser Winkel sagt uns, wie weit etwas entfernt ist. Ist es gefährlich für mich? Ist das Auto noch weit weg oder nicht? Wenn wir uns im Raum umsehen, also, müssen die Augen immer genau übereinander liegen. Wenn aber es zu lange dauert, dass die Bildeindrücke zusammenkommen, haben wir kein richtiges, exaktes Bild der Gegenstände, wie es eigentlich sein sollte. Ich muss zum Beispiel, wenn ich eine Kamera angucke, genau sehen, was steht da oben drüber, welche Marke ist es. Das muss ich erkennen. Oder ich bin mit Wischiwaschi zufrieden. Und das muss dauerhaft möglich sein. Wer das nicht kann, der kann nicht räumlich sehen. Und nicht räumlich sehen hat viele Folgen. Zum Beispiel? In der Schule zum Beispiel, dass ich über die Linien schreibe, dass ich nicht weiß, auf welcher Linie ich schreiben soll, dass ich Buchstaben komplett anders schreibe, dass ich das T nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben schreibe. Das Kind hat es gesehen, wie es die Lehrerin ihm zeigt. Aber vielleicht sieht es auch nicht nur seitlich, spiegelbildlich, sondern es gibt Kinder auch, die spiegelbildlich in der Höhe schreiben. Also, die wissen nicht, und das sieht man, wenn man sich gut auskennt, kann man auch analysieren, wie schreibt das Kind diesen Buchstaben. Aber das wissen ja viele nicht. Und so lässt man die Kinder in dieser Art eben weiterschreiben. Verzögerte Wahrnehmung ist es. Also über die Linie schreiben, aber wo wird's deutlich? Besonders deutlich wird es im Straßenverkehr. Wenn ich fahre und kommt zu einem Crash und ich sage dann, ich habe ihn nicht kommen sehen. Ich habe ihn zu spät wahrgenommen. Das hängt mit der Fusionsmenge meiner zwei Augen zusammen. Manche, die nehmen gar nicht wahr, was links und rechts von ihnen vor sich geht, weil schon die Augen nicht mehr richtig zusammenarbeiten. Und wenn jetzt noch dazu kommt, dass sie nicht exakt korrigiert sind, Plus und Minus, wird es natürlich noch schwieriger. Oder Sie sehen ein Auto, aber Sie merken gar nicht, dass es schnell fährt. Wer räumlich gut sieht, der sieht auch die Geschwindigkeit. Deswegen treffen wir auch einen Federball. Wenn wir die Geschwindigkeit nicht abschätzen könnten, könnten wir den Federball nicht treffen. Es würde gar nicht gehen. Warum hat sich die Winkelfehlsichtigkeit bis heute noch nicht breit durchgesetzt? Da tut sich sehr viel. Inzwischen sind viele Veröffentlichungen dazu nachzulesen. Ich selbst habe viele Vorträge gehalten, war auf Kongressen. Das wird runtergeladen. Zum Beispiel auch auf meiner Homepage kann man danach schauen. Genau, für alle, die interessiert sind an den Veröffentlichungen, wir werden in der Beschreibung, schreiben wir die Homepage hin, kann sich jeder die Sachen runterladen. Ich habe vor Lehrern referiert. Ich habe sie auch ausgebildet, auch mal fürs Schulamt. Und diese Nachverbögen werden überall verwendet. Natürlich, an vielen Stellen. Nur muss man auch wissen, wie man die einsetzt und wie man die liest. Das ist natürlich schwierig. Und wie misst man die Winkelfehlsichtigkeit? Die misst man mit dem Polartest. Das heißt, da werden die Augen über Polfilter, deswegen Polartest. Man bekommt vor die Augen einen Filter und dann sieht das eine Auge polarisiertes Licht. Wenn wir jetzt ein Plus haben, dann sieht das eine Auge den liegenden Strich, das andere den
den stehenden und zusammen, wenn wir die richtig sehen, gibt es ein Plus. Bei manchen sieht es so aus, bei manchen sieht es so aus. Es ist ganz unterschiedlich. Manche gucken über Kreuz und manche gucken nach außen. Das nennt man Exo. Und manche sind ein ESO. Diese zwei Bildeindrücke müssen zusammengebracht werden zu einem Plus. Diese Messmethodik mit dem Polartest ist nach dem Hans-Joachim Hase aus den 60er, 70er Jahren, da hat er das gefunden, benannt. Wenn wir diesen Kindern und diesen erwachsenen Menschen nicht helfen, die eventuell sogar dauerhaft Doppelbilder haben. Und selbst die das fast nicht merken, die leiden. Und wir lassen sie darin. Es ist ein verstecktes Schielen. Welche Symptome zeigen betroffenen Kinder nach so einer Messung? Was verändert sich da? Es ist ganz unterschiedlich. Und das hängt auch davon ab, ist man ein Exo, ist man ein ESO, hat man eine Höhe, haben manche. Ganz unterschiedlich und natürlich die anderen Faktoren. Manche Kinder sind nach so einer Messung wie ausgewunden, wie ein Waschlappen, der ausgewunden ist. Manche, die blühen dann richtig auf und die sagen, wow, geht's mir jetzt gut? Und es gibt Kinder, die sagen, darf ich die Brille mitnehmen? Die wollen die Brille mitnehmen, die sagen, ich gehe hier nicht raus, wenn ich die Brille nicht mitbekomme. Sie verändern sich, der ganze Körper verändert sich. Das heißt, die Statur, sie werden lockerer, freier. Es ist ganz unterschiedlich. Das jetzt also nur nach einer Messung. Was bedeutet es für den Alltag? Also welche konkreten Auswirkungen hat es auf Schule, Lernen und das Verhalten der Kinder? Das hat ganz viele Auswirkungen. Einmal, dass sie also schon den Stift anders halten, die Linien einhalten, nicht drüber schreiben. Weil wenn ich über eine Linie schreibe, ist nichts anderes als verzögerte Wahrnehmung. Und das messen wir ja bei den Nachverbögen. Die verzögerte Wahrnehmung und die Konzentration. Viele Kinder, die zum Beispiel einen großen Winkel haben, die sitzen in der Schule und gucken dann zum Fenster raus und sind abwesend. Was machen sie? Sie lassen nur ihre Augen los, sie fixieren nichts. Und jetzt sind sie in der Lage, etwas genau anzugucken, ohne gleich zu ermüden. Und das ist was Tolles. Sie können sich, wenn die simultan irgendwelche Punktebilder abschätzen sollen, wie viel das ist, dann sehen sie das sofort. Vielleicht ein Beispiel, zeige ich Ihnen mal, wie man sieht, das ist jetzt auch nur eine von 1000 Möglichkeiten, wie manche sehen. Sie nehmen die Hand, spreizen sie und halten sie mal in 30 cm, 40 cm von den Augen. Und jetzt können Sie, wie viele Finger siehst du jetzt zum Beispiel? 5. Jetzt siehst du 5. Jetzt kannst du Fusion deiner Augen haben. Jetzt sind die Bildeindrücke deiner Augen genau übereinander. Und jetzt gehst du immer näher und jetzt hört es irgendwann mal auf. Und jetzt kannst du keine Fusion mehr bekommen. Also so jetzt macht's klack, jetzt siehst du doppelt. Und jetzt muss man sich vorstellen, manche Kinder sehen so. Und was passiert, wenn sie so sehen, wenn sie jetzt rechnen? Zeig mir 5 Finger. 1, 2, ich sehe jetzt so 1, 2, 3, 4, 5, ich sehe 6. Deswegen wissen die nie, wie viele Finger sie haben. Und was machen sie? 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 5 Finger. Deswegen rechnen Sie mit den Fingern. Viele fragen jetzt wahrscheinlich, ist es so einfach, ich mache mir einfach eine Prismenbrille, gebe die meinem Kind und danach wird alles gut. Ist das so? Das wäre schön, aber so ist es nicht. Jetzt hat das Kind erst Möglichkeit, richtig zu reproduzieren, richtig zu automatisieren. Und ich muss herausfinden, was hat das Kind beim Lernen übersehen? Wo muss ich nachhelfen, dass es einen guten Grundstock bekommt? Ganz wichtig, mit der Brille klappt jetzt zwar alles gut, aber ich muss auch gucken, welche Bausteine fehlen bei dem Fundament. Und dazu muss man Erfahrung haben. Das sieht man an der Schrift, das sieht man an den Nachverbögen. Es gibt zum Beispiel viele Eltern, die sagen, hey, mein Kind hat ja eine Brille. Und genau, also die waren vielleicht schon mal bei einem Optiker, beim Augenarzt, haben eine Brille verschrieben bekommen. Die haben schon eine Brille, haben trotzdem Probleme. Und was interpretieren die jetzt an der Brille falsch? Nein, die verlassen sich darauf, dass die Brille stimmen muss. Sie können sich nicht vorstellen, dass da irgendwelche optometrischen Faktoren nicht mit drin sind. Also Brille ist nicht Brille.
Es kommt immer darauf an, was in den Gläsern drin sind. Und es kommt darauf an, wo sind diese Gläser und ob alle Faktoren, wie auch die Winkelfähigkeit, die fast jeder hat, nur mehr oder weniger. Das ist vielleicht auch ein Grund, was kritisiert wird. Ja, fast jeder ist ja winkelfähig. Richtig, fast jeder. Nur bei manchen fällt es gar nicht so sehr auf. Die tragen das ein Leben lang mit sich. Aber wenn jemand ein Leben lang Doppelbilder hat, das merken wir uns. Da sagen wir, da müssen wir was machen. Ich würde mit meinem Kind oder Enkelkind natürlich nur zu jemandem gehen, der spezialisiert ist, der viel Erfahrung hat, der die Geräte hat. Manche sagen, ich mache auch Prismen. Aber dazu braucht man besondere Messgeräte und man braucht etwas, was heute wenig haben, Zeit und Wissen. Sehr, sehr viel Wissen. Und dann hat das Kind eine echte Chance. Okay, weil das heißt, wenn du so eine Messung machst, eine aufwendige Messung, dann kann ein Optiker am Tag vielleicht 3 Kinder messen oder 3 Personen messen. Also ich glaube, viel mehr wird er nicht schaffen, weil das sehr intensiv ist, weil ich mich ja immer reinversetzen muss in das Kind. Das geht 1,5 Stunden danach, braucht man erstmal eine Pause. Kommen wir zu dem Punkt Lösung und Hilfen für Betroffene. Das interessiert wahrscheinlich die meisten Zuschauer. Was können Eltern konkret tun? Was rätst du den Eltern? Wir müssen das Kind anschauen. Welche Händigkeit hat es? Mit welchem Auge schreibt es wahrscheinlich? Wir müssen die Stifthaltung untersuchen. Das sollte man festhalten, dass man weiß, wie hält mein Kind den Stift. Wer den Stift nicht richtig hält, der sieht auch nicht richtig. Wer unsicher sieht, der hält den Stift auch sehr unsicher. Zum Beispiel, manche halten den sogar so, manche halten den so. Das heißt, die halten sich eher am Stift fest. Ja, richtig. Und bei denen schreibt die ganze Hand. Und dafür muss man ein Auge entwickeln. Jetzt wäre die Frage, viele Leute interessiert bestimmt, wird sowas vererbt? Natürlich wird es vererbt. Guckst du dann auch in die Schulhefte von den Kindern rein? Natürlich, das ist Grundlage. Ich brauche 5, 6 Seiten hintereinander. Also nicht irgendwie ausgewählte hintereinander aus einem Deutschheft, aus einem Mathematikheft. Ich brauche auch ein Foto von der Handhaltung und ich sollte ein bisschen mehr wissen, wie das Kind sich verhält, warum die Eltern nach Hilfe suchen. Nur dann kann man auch helfen und schauen, ob sich das verändert. Wie ist es dann, wird ein Kind dann einmal, also wird es dann getestet und wenn herauskommt, okay, das ist winkelfehlsichtig, wird es dann einmal korrigiert und damit ist dann die Sache gelöst oder wie ist da der Prozess im weiteren Verlauf? Eigenartigerweise fragt es niemand bei einer normalen Brille. Deswegen gibt es auch diese Versicherung, wenn sich Ihre Sehschärfe verändert, kriegen Sie innerhalb eines Jahres eine neue. Das heißt, alle Faktoren spielen bei Winkelfähigkeit eine Rolle. Das heißt, wenn sich der Visus verändert, also die Plus oder Minus, oder wenn sich der Astigmatismus verändert, kann es sein, dass diese Brille gar nicht mehr funktioniert. Und es kann auch sein, dass der Muskeltonus sich mal löst. Und dann brauche ich andere Werte. Wenn ich jetzt hier, an jeder Hand habe ich einen Eimer mit Wasser. Das ist sehr schwer. Und irgendwann mal kriege ich zittrige Hände. Und wenn ich jetzt nur so machen darf, ist schon besser. Gut wäre, wenn ich meine Arme ganz runterlassen könnte. Nun, bei der Messung, also darf ich meine Augen loslassen, Sie kommen in eine Situation, wo Sie gut sehen. So, und jetzt sehe ich gut ausgeglichen. Jetzt bekomme ich so eine Brille und jetzt löst sich der Muskeltonus und die Augen gehen wieder in diese Lage. Jetzt muss ich nochmal den Rest korrigieren, bis ich ganz unten bin. Und jetzt kann ich mit den 2 Eimern locker laufen. Nur so kann ich das nicht. Das heißt, das sind Faktoren, die eben nochmal, da löst sich etwas. Okay, das heißt, kann sein, dass eine Nachmessung erforderlich ist. Unbedingt. 3 Monate nach einer Brillenabgabe sollte eine Statuskontrolle stattfinden. Nur um zu gucken, wo geht's hin. Also das heißt, kann auch sein, dass die Werte verändern sich nicht groß. Das gibt's auch, ja. Und jetzt muss man abschätzen, wenn es nur kleine Probleme gibt, muss man selber entscheiden, so, tun wir schon nachkorrigieren oder warten wir noch. Das ist eine Abschätzungssache. Und jetzt sind wir wieder dabei, dass Eltern sagen halt, jetzt warten wir mal lieber noch mal. Natürlich, solche Gläser kosten Geld. Und jetzt sind wir wieder bei den Familien, die sagen, und das ist mir es wert. Das ist so, wie manche sagen, und ich will einen guten Winterreifen haben. Und die anderen sagen, mir reichen auch abgefahrene Reifen.
Denn ich komme hier immer noch den Berg so einigermaßen hoch. Vielleicht nur als Beispiel. Und jetzt meine Frage, was rätst du den Eltern mit auffälligen Kindern? Da werden viele zuschauen gerade. Also was rätst du denen? Wenn ein Kind viele Fehler macht, Ja. heißt es noch lange nicht, dass es nicht intelligent ist. Zweifeln Sie nicht an der Intelligenz. Das sind oft die Pfiffigen, die wirklich viel drauf haben. Nur schulisch eben zählt das nicht. Und handeln Sie frühzeitig. Je früher Sie etwas machen, desto weniger muss Ihr Kind später eventuell nachholen und automatisieren. Also lieber zu früh und nicht zu spät. Wir laden hiermit auch alle Interessierten ein, bei der Eltern machen erfolgreiche Kinder Facebook-Community mitzumachen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, wenn irgendwas unklar war, dann schreibt es doch in die Kommentare. Wir werden darauf antworten. Abonniert diesen Podcast und teilt den mit allen Menschen, die Kinder haben.